Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pillars of Eternity. Und wir machen direkt da weiter, wo wir aufgehört haben. Also für uns geht es nach Osten. Ist ja scheißegal, wo man hier eigentlich rausgeht. Diese Keiler greife ich jetzt noch nicht an. Das ist schon ein bisschen sehr viel, was da ankommt. Ah, man kann ja gar nicht lang. Ich dachte, man könnte hier irgendwie lang, aber anscheinend wohl nicht. Ah ja, stimmt ja. In Goldtal war ja noch diese Zwergenfrau. Ja. War die in Goldtal? Muss ja sein. Aber erstmal verkaufen wir. Hello. Trinkgeld. Azurits Stilett. Aber kostet ein bisschen viel. Chinas Lanze. Schutzmauer. Oh, sind die teuer, ey. Sind die Sachen teuer? Ah, ein Duellantenhut. Ähm. Immer mal nachlesen, wo diese Frau nochmal ungefähr war. Ah, okay.
Yes. As you wish. Caldara de Beranzi, der gedrungene, aufgeblähte Körper einer alten Zwergin baumelt von einem krummen Ast, der sich durch den Zug ihres Galgenstricks durchbiegt. Das aufgedunsene Fleisch ihres Halses, das stellenweise wie mottenzerfressene Leinen aussieht, stülpt sich über das Seil, an dem sie hängt, und ihr lebloser, nach vorne gebeugter Kopf rollt beim Wechsel der Brise steil von einer Seite zur anderen. Du nimmst um sie herum ein schwaches Leuchten da wahr, das aber keine Schatten auf seine Umgebung wirft, sich aber lauwarm anfühlt. Du glaubst, nach ihm greifen und es berühren zu können, aber nicht mit deinen Händen, sondern mit einem Aspekt deines Selbst, das keine weltliche Dimension hat. Nach der Frau greifen. Klare Gedanken fassend und dich auf dein Ziel konzentrierend, holst du tief Luft, als du ausatmest und merkst, wie du dich nach der hängenden Frau ausstreckst. Nimmst alles, was zwischen dir und ihr liegt, mit neuen, ungewohnten Bewusstsein wahr. Indem du dich weit genug gestreckt hast, um sie zu berühren, gibt es in deinem Verstand einen plötzlichen Ruck. Ein klingendes, elektrisches Aufbrannendes von Bildern, Worten und Geräuschen. Du schließt unwillkürlich deine Augen und spürst, wie du an einen Ort, der nur von dir und der hängenden Frau eingenommen wird, in eine Art tieferes Bewusstsein hineingezogen wirst. Als du deine Augen wieder öffnest, starrt sie dich mit milchigen Augen an, wobei ihr Körper noch immer im Wind schaukelt, den du nicht mehr spürst und an einem Baum hängt, der nun von einer nebligen Leere steht. Die Frau nickt dir langsam zu, als das Seil knarzend quittiert, und lächelt dich an. Have you come here for me, dear, or have you gotten lost? Ah, it is both, I think. Yes? Sie kneift ihre Augen zu, als sie zu dir hinabspäht. Ich glaube beides, ja. Was nehme ich denn hier? Is that what we're doing? Perhaps it just seems that way. Perhaps it is the easiest way for your mind to make sense of it. I think it is a very good choice. Sie nickt mit mitleidigem Gesicht, so als ob sie ein Kind trösten würde. The world looks a little different than it used to, is that it? Feels like you're noticing things for the first time that have always been there. Sie nickt. You have seen past the shroud. It only takes an instant. Your soul remembers, yes? Remembers how it sees when it leaves the body, like being reminded of a dream you had forgotten. You are a watcher now, and a watcher you will stay. Was ist denn ein Wächter? What indeed? Long hours have many animancers spent studying such things. Not I, though. Not I. I'll tell you what I know, though, since fair is fair. And here we are, visiting, you and I, and it reminds me of better times. Souls pass on. Some say through Adra stones, which are the blood veins of the world. They leave the world for a time and are reborn into it, sometimes more than they were before, but usually less and seldom the same. For all souls there is a time where they do not live, yet have not passed on, and those souls roam the world, same as you or I, either living or lost. But no one sees them because they have forgotten how. A watcher sees, though, knows what to look for. And sometimes they know a person just by looking at them, know where they've been in ages past when their bodies were other bodies. See memories even their owner can't recall.
A wonder to behold when all goes well. A wonder. Hast du mit, wenn alles gut geht, gemeint? Oh, nothing to be afraid of, I'm sure. It's just much to take in for some. Sometimes there's trouble sleeping or other difficulties. Sie lächelt dich beruhigend an und fächert ein bisschen lange Haare aus, die aus einer Wange sprießen. You should see old Merwald. He could tell you much more than I. A watcher just like you. Helped many in his day. Took up in an old keep no one would claim. Not far, not far. Kadnua, beyond the Black Meadow. He will welcome the company. Ich glaube, ich habe ein Biwak überlebt. Kannst du dir vorstellen, warum das geschehen ist? Did you now, dear? My, that would be something, wouldn't it? Could be luck, could certainly be. A storm can be a careless thing. Or maybe it got its hands around your soul but couldn't pick it up. A soul can be heavy if it stayed in one piece through its time. Strong souls, we call them in the trade. Cold, I mean. Call them. Those days are all behind me, no? Sagst du, dass Seelen im Laufe der Zeit auseinanderbrechen? Oh, yes. Entropy. Rimagan's work. We know little of why or how. We lose pieces of ourselves when we die and pick up pieces of others when we are born again. But less than what we lost. We tried to stop it with the animantic sciences, but with little success. A very small few resist Rimargan's influence and stay together through some force of defiance, at least for a time. But they all succumb eventually, I think. Sie schnalzt mit ihrer Zunge. Me? I'll bore you to tears, though. And here I thought you'd come to visit me in particular. Caldara de Baranzi, of the Valian Royal Academy of Animantic Sciences. Not the greatest of their number, but I came here all the same because this was where help was needed. Sie lacht zwischen ihren buttergelben Zahnreihen hindurch, entkommt ihr ein kratzendes, erstickendes Gegacker, das ihr Kopf mit jedem Lachkrampf hoch und runter hüpfen lässt. Als sie deine ausdruckslose Miene bemerkt, fängt sie sich wieder. Oh, come now, such a question, as though the answer were plain as a rope tied for strangling. Allow an old dwarf her last bit of cheer. Well, I came where I was needed, didn't I? Offered my services to Lord Radric for a pittance, a humble pittance. I was to examine the Lord's wife, see why the gods have seen fit to poison her womb. Studied her for months, looked high and low for impurities, tested her valence, the permeability of her essence. Do you know what I found? Nothing at all. A healthy woman, head to toe, blessed with a beautiful soul. Such a sweet woman, too. Meek, but warm-hearted. A few months' time, and the lord of the house demanded answers. For a time, I told him what he wanted to hear. Oh, yes, my lord, she is riddled with imbalances. I must have time to cure her. As the birth drew near, he grew impatient, as lords do. And this is where I've ended up. A student of the soul.
Something so basic, yet so poorly understood. But so many breakthroughs have been made in my lifetime. Had been made. Had been. To hear the locals tell it, we're a gang of soul manglers that preys upon the weak-minded. And the worst of us are. But the best of us, the best? Inspirations, miracle workers. My parents were soul twins, miserable before they met, empty inside. It was an animancer who helped one find the other, turned their lives around. You wouldn't believe the stories. Amnesiacs helped to remember their lives. The suicidal brought back from the brink of oblivion. The elderly afforded extra moments to say their goodbyes. How soon we forget when we're afraid. It's a fascinating science. A fascinating time to be alive in a place like Deerwood that does not control the research, no? I love the Valian Republics for many things, but their recent caution will leave them behind, I fear. Of course, dear. No, I think not. A pity that. It would be simpler. A mercy even. To not have to wander anymore, no? Alas, we are here, you and I. Wherever here may be. Goodbye, my dear. It was lovely visiting. Caldara schließt ihre Augen, worauf ihr Kopf nach vorne über den Galgenstrick sinkt und deine Umgebung scheint sich von einem unbekannten Warteort wieder in deine Wahrnehmung einzublenden. Well, 17 and a half. Good day to you. Oh, Entschuldigung, da musste ich niesen. Yes? How may I help? Kann ich zu Diensten sein? Erzähl mir von Adir. Ich bin jetzt schon seit mehr als einem Jahr fort. Ich vermute, die Wälder und die Felder von Adir werde ich für mal als Heimat ansehen. Hinter uns liegen tausende von Jahren Geschichte und Brauchtum. Damit geht ein gewisses Gefühl von Würde und Verantwortung einher. Natürlich gibt es auch Altlasten. Unsere imperiale Vergangenheit ist in Erinnerung vieler immer noch frisch, wie du hier bemerkt haben könntest. Ah, ich glaube, das hatte ich schon mal gelesen, ja, das, ne? Ja, hatte ich schon mal. Of course. As you wish. Saw you in the flames. Aha, noch eine Leiche hier. Und in der Nacht ist tatsächlich ein anderer. Durance.
Am Fuß dieser Statue kauert ein unfassbarer, hässlicher Mann mit geschwollenen roten Wangen, voller Pockennarben und zottligem Bart. Schwitzt, als ob er Fieber hätte. Seine Atmung ist aber bedächtig und gleichmäßig. Wie das langsame Blasen des Blasebalgs eines Schmieds, aber dieser Vergleich fühlt sich seltsam und unliebsam an. Der nächste Vergleich, wahrscheinlich ausgelöst von seinem Grinsen, bezieht sich auf eine Bärenfalle. Völlig aus dem Nichts deutet sie leicht alchemistisches Feuer an. Oder alchemisches Feuer, wie auch immer. Aber dieser Eindruck verschwindet fast augenblicklich, als du den Geruch identifizierst. Come to pray at the statue? Bist du auch gekommen, um zu der Statue zu beten? Die Frage klingt denn eigentlich kaum wie eine Frage, als der Mann seine Aussage macht. Nimmt die Statue einen rötlichen Farbton an, als ob jemand eine Fackel vor sie gehalten würde. Dann geht sie langsam in wogenden Flammen auf. Der Mann dreht sich nicht um, als die Statue in Flammen aufgeht. The others are welcome, but it's best if just you and I trade words, and your shadows stay quiet. Hands off their weapons, both arcane and steel. It's only you I want to trade words with anyway. I swear before the whore that is Margaret, no harm will come to you in her shadow, if that's enough of a promise for you. If not... Merkwürdige Gefährtenwahl. Stein scheint mir nur schwachen Trost zu spenden. Die Statue zu dem Mann studieren, deinen Blick auf den Stab konzentrieren. Plötzliche verhobenen Flammen von der Magrat-Statue werfen mehr Licht auf seine Züge. Die Roben des Mannes ist schmutzig und fett verschmiert. Und andere Spuren der Wanderschaft trägt sie ebenfalls. Die Säume seiner Robe sind einschließlich der Ärmel an den Rändern verbrannt, als ob er eine größere Strecke durch ein Feuer gelaufen wäre, mit den Händen in Flammen gegriffen hätte, um etwas herauszuholen. Seine Hände sind zwar dick und schwielig, tragen aber keine Brandmale. Die Statue untersuchen. Der verwobene Feuerschreien von der Statue gibt keinerlei Hitze ab, so dass du dich fragst. Durch deine Sinne trügen, der hässliche Mann vor dir scheint es nicht zu bemerken oder zu spüren, obwohl ihm der Schweißfilm noch immer auf der Stirn steht. Als ob er von innen heraus verbrennen würde. Den Blick auf den Stab konzentrieren. Der geschwärzte Stab sieht dick und robust aus. Er scheint aus geschwärzter Asche zu bestehen, die einst durch ein schreckliches Feuer entstand. Unterhalb der Asche scheint sich im Holz Form und Muster zu finden. Da ist sicher, der Stab war einst etwas weitaus gefährlicheres, aber jetzt nicht mehr. Machen wir mal das hier, hm? Der Mann lächelt ob deiner Worte, dann nickt er, wobei er dich nie aus den Augen verliert. Ich könnte es besser treffen. Aber der Weg bietet sonst kaum etwas an. Er betrachtet dich von oben nach unten und lächelt dann höhnisch. Bis jetzt. The world holds many whores we worship. Respect comes with honest titles. I bet even you have gone against instinct in exchange for a little copper. Or paid for such in countless ways. But if I give offense, if words are all that are left to a man, then why in the dear wood of all places he should have leave to speak them? I didn't give it. You probably find names as useless as I do. The names that litter this world like debris are hard enough to wrap around the tongue. And what do they matter? It's what's beneath the skin and the letters I care about. What burns within. It's more important to me you're a watcher than whatever culture or accent decorates your letters like awkward crowns.
Take pride in your actions, not where you hail from, or how your name rolls off whatever liar's tongue coats it now. If you need a title to hang on me to match your own, Watcher, then call me Durance. And as you observe souls, I test them. Durance schüttelt den Kopf und festigt den Griff in seiner Hand um seinen Stab. Ich kann die Fragen förmlich hochbrodeln sehen. Lass sie uns eine nach der anderen ausbrennen. I am a missionary. I walk this diseased nation with its heathen, its people so careless with the spirits of others and their own, watchers among them. Yes, I know you for what you are, and your name doesn't interest me. Names are for honest folk, and you are a crack that shines light from another place. We're meant to travel together, you and I. Saw you in the flames. Not your face, but that soul of yours, all tightened up like a huntsman's knot. Du hast meine Seele in den Flammen gesehen? There's things we can teach each other, if you're in need of answers to your mantle of questions. I don't force my words on anyone other than you. I don't care who walks with you or what their mewling problems and politics are. There's enough howling in the world without me stoking that fire. I won't take from your provisions, don't need much on the road. I can carry my weight, which is considerable. Sagt er und atmet ein, was auf dich wiederum wie der Blasebalg eines Schmieds wirkt und lächelt damit fast stolzer Miene, was nicht unerheblich ist. Many will stand against you. They probably already have, from what I can see. Left their marks, it seems. Like a trail, worming its way behind you. Ja, von Zeichen. Disease? Spirit wind? Both could have touched you, yet here you stand. As for disease, not all of us were close to water when the pox hit. But it's no longer a passenger in my flesh. It left its marks as well. But like flames, the pox doesn't strike twice, nor is it catching. Then let us walk together, Watcher. Alter Schwede, was hat denn der für Zauber hier? What is it? Yes? Und da sind wir schon zu viert.
Warum komme ich denn jetzt hier nicht weiter? Was muss ich denn überhaupt machen hier? Nach Cut nur. Komm, na, aber ich dir mal zu, ja. Ich dachte schon, dass ich deine Augen auf mir gespielt hatte, und jetzt kommen die Worte. Ich hatte einige Fragen, die ich dich fragen wollte. Ja. If doubts and curiosity plague you, you're skinning your knuckles on the wrong door. Was kannst du mir über die Hohlgeburten sagen? That's a curse that runs deeper. It's a godhammer of a different sort. And like the godhammer, it was made by men's hands. Alle Dinge haben ihren Preis, unkontrolliert unblaue Tugenden. Es hinterlässt Spuren auf Seelen, bis Seelen nicht mehr die Kraft haben, in reine Körper zu fahren. Seeler, Medien, alle, die ihre Spielchen mit dem Seelenstoff spielen, muss man dafür für das karge Feld beschuldigen, das sie zurücklassen. Durance starrt an. Selbst Wächter können dasselbe tun. Manche schauen einfach zu, andere versuchen Seelen zu weben. Sie ist so sicher, wie weit wir ihn über Evon Devra zu führen. Er wendet sich ab. Das ist der Grund, weshalb ich die Hohlgeburten korrigiere, auf die ich treffe. Und diejenigen, deren Händen daran schuld sind, dass diese Saat auf den Boden verschüttet wurde, gleich mit. There are fewer souls. There are more vessels. It is simply equaling of the process. Also macht es dir nichts aus, sie umzubringen. I feel more remorse in putting down a slathering hound. A wicht? Less than a mongrel in its misery. Murder is a kindness, not a crime. Always has been. I would sooner put the blade to those who are to blame instead. If any spirits should be punished, it's theirs. Wem soll man die Schuld geben? Felder des Durwalds sind voll mit Schwäche, reif für jene, die ihre Spielchen mit Seelen und dem Verstand treiben. Er legt sich zu einem Stirnrunzeln und Falten. Beseeler und ihre Art. Wächter auch, sie tragen eine größere Bürde als ihre Opfer und erleiden schwerere Strafen. In jedem Jahr hat es ein neues Verbrechen gegeben. Den Krieg des Heiligen, die Hohlgeburten und die Erlösung. Kein Beweis dafür, dass die Wächter die Schuld an diesen Ereignis tragen. Es gibt nur wenige, die eine Seele auf diese Weise formen können. Durance starrt euch an. Und jeder Wächter, jeder wahre, im Dürrwald geborene Wächter, kann das Verbrechen sehen, selbst wenn sie es nicht verursacht haben. Die Stille allein ist belastend. Warum bringst du mich dann nicht um? Murder you? I would not grant you any of them. The mercy I grant the Hollowborn. You would not be deserving of it. Du würdest Mord mit Gnade gleichsetzen. Murder is an old word. Mercy is letting a soul fly free to the next body. True punishment? Ruining someone to their soul. Crack their spirit like you would crack their skulls with a staff. Beat them. Hurt them in mind and body. So their souls become shards. But you leave it inside the vessel, like a bag of glass, to either choke on it, or pass it through their bloody stool. Then, leave it in the body to think on it, like planting a new field with the right seed. Es klingt danach, als hättest du es in dein Gedächtnis anvertraut. Many marks may I make upon your flesh,
but flame leaves marks that cannot heal. Magran doctrine dictates true punishment is one that remains in memory, in the soul, in the flesh. Even should the victims die, slowly or swift, sometimes by their own hand afterwards, the lesson lingers, burned in their flesh. Darin liegt eine gewisse Gerechtigkeit. Have you seen a man branded by flame? He remembers it always, in every waking movement. It is a lesson writ in the only ink and vellum that matters, blood and flesh. One can burn the soul as well. It is an art, and I do not take pleasure in it, but there is more at stake here than forgiveness. Many of Aethus's faith were punished in the purges following the Saints' War, and the ones that harmed children, they suffered worse. Was meinst du damit? We did what must be done. Wherever they were rooted out, their souls reclaimed. And if they couldn't be reclaimed, we ensured they would never inhabit another body. Was ist denn da gerade umgefallen? Boah, kann man denn viel fragen? Aethus was the god of rebirth, and his light does not fall on the deer wood. I've heard some claim it's his doing, his death. It's closed the halls to new souls. I doubt it. The Hollowborn have their roots in the acts of men, women. I feel it. Der Durance ist das Beste aller Länder. Er hat noch eine Seele, wenn man das von einem Land behaupten kann. Er ist ein Ort, an dem sich ein Mann noch frei bewegen und sogar neue Wege finden kann. Und in dieser Welt ist es ein seltenes Gut. Hier aber sind ganze Generationen verdammt, also werden keine neuen Schritte das Ende dafür bedeuten. Ja, Eosas oder wie auch immer. Letzter Racheversuch, nachdem man ihn umgebracht hatte. Durance runzelt die Stirn. Eosas war der Gott der Wiedergeburt. Sein Licht fällt nicht auf den Dürrwald. Ich habe gehört, dass manche behaupten, dass es sein Werk wäre, sein Tod. Er hat die Hallen für die neuen Seelen geschlossen. Er spottet. Das glaube ich nicht. Das Problem ist näher dran als das. Und wie immer dreht er sich um Frauen und Männer. Und sie befinden sich immer im Kreislauf. Im Inneren wie im Äußeren. Die Valianischen Republiken, Raiders, der Krieg des Heiligen, eine einzelne große Klingenspirale, die alles um sie herum in Stücke schneidet. Jetzt von den Valianischen Republiken. Altvalia. Ja. Glücksritter in Damskleidern, Manipulatoren, Kaufleute, Verräter allesamt. Keine Hochachtung vor ihnen. Durance grunzt. Jedes so stilbesessene Land könnte die Halstücher auch gleich über die Augen tragen. Bleibt wachsam, sonst werden sie euch auch zu Sklaven machen, sobald die Tinte auf dem Handelsabkommen trocken ist. Der Durwald und all seine Reichtümer ist einfach zu verlockend. Besonders wenn jemand anderes das Land und die Gesichtsbemaler für sie zähmt. Gesichtsbemaler. Durance macht mit seinen Händen auf eine ablehnende Bewegung. Stämme, Glanfatana, scharen sich um die Ruinen wie Fliegen. Und was ist mit den Rezeras? Durance errötet und auf seiner Stirn bildet sich ein Schweißfilm. Diese sogenannte Nation hat zu viele Beigeschmäcker. Zivile Unruhen, wirtschaftlicher Zusammenbruch, alles wie Zunder, der bloß den richtigen Funken braucht. Irgendein Bauer taucht auf, lässt seinen Gott in sich hinein und setzt sich dann eine Krone auf.
Dieses göttliche Königreich, das er aufzubauen versucht, das läuft genauso gut, wie man es erwarten konnte. Ein Rinnsal aus Schweiß läuft Durance die Wange hinab und versickert in seinem Bart. Plötzlich steigt die Ketzerbevölkerung auf über die Hälfte an, worauf Eotas abermals sein blutbeschmutztes Starren wieder auf jeden Gotteslästerer richtet, den er finden kann. Man könnte es auch als Hausputz bezeichnen. Sein Gesicht verdunkelt sich und er kneift die Augen zusammen. Oder als Säuberung hat sie und ihren Gott aber auch mit genügend Kraft, um das ganze verdammte Land auszulöschen, in ihren Schranken verwiesen. Kein Unterstützer des Landesretterers. Allot geht lässig vorbei und murmelt leise. Bestimmt weißt du schon, wohin das führen wird. Es ist kein Land, sondern eine Versammlung von feigen Edir-Puppen. Früher mal waren sie ein recht optimistischer Haufen und schlau obendrein. Durance lacht über schlau, als sei sie eine Art Insiderwitz. Weiheverderben, sie hätten ihr Elend akzeptieren sollen, ohne sich von einem Bauern in einen erleuchteten Ruin führen zu lassen. Fast auch Eotas Marionetten wurden an Ende gesetzt. Sie baumelten an seinen strengen Weidwänden an ihren. Wäre ihr Gott nicht herabgestiegen, hätten sie auf dem Schlachtfeld niemals Erfolge erzielt. Der Krieg des Heiligen. Durance knurrt. Musste ihren Gott herbeirufen, um eine Chance zu haben. Erzähl mir vom Krieg des Heiligen. Durance Augenbrauen ziehen sich zu einem Stirnrunzeln zusammen. Dann grunzt er. Vergesse immer, dass deine Füße neu im Dürrwald sind. Also der Krieg des Heiligen. Wasn't a war. It was a god stepping past himself. The country of Ray and Saris and all their heathens. They're paying for it now. Although by my count, the fire should have roared through their country with more force, catching all their souls. Truth, it wasn't even a war. It was a cautionary tale about pride. Specifically, Widewind's pride. He should have stayed a farmer. Was ist passiert? Das, was vor 15, 16 Jahren, 2807, Durance hält inne und schüttelt er seinen Kopf und zuckt mit den Achseln. Meine Erinnerung bei einem jüngeren Ich. Ich halte mich nicht an Daten, sondern an Handlungen und Ursachen. Der Krieg war ein Akt der Arroganz, direkt aus Rexeras zuckenden Beinen geboren. Ein Mann, der sich für mehr als ein Mann hält. Durance schnaubt verächtlich. Du möchtest jemanden umbringen? Sag ihm, dass ein Gott durch ihn spricht. Dann sag ihm, dass er ihn zum Anführer auserkoren hat, was ihn an die Spitze einer Armee bringt. Und wie man es bei Rexeras erwarten konnte, einem von Beginn an kranken Land, war es eine starke Armee. Und dennoch war ein Krieg wahrscheinlich genau das, was sie brauchten. Es war mit dem Land nicht in Ordnung. Rexeras hatte mit einigen Problemen zu kämpfen und es hat sie alle verdient. Es verdiente Widewin und er war das Licht, das sie in Flammen führte. Rexeras war auf dem absteigenden Ast und Edir-Gift zerfraß bereits seine Adern. Wirtschaftliches Ausbluten, das Sterben ihres Glaubens. Durance runzelt die Stirn. Und dann kommt dieser Bauer Widewin und behauptet, Eotas persönlich zu sein. Und gibt ihnen die schlimmsten Art von Hoffnung. Was ist dann passiert? Oh, sie krönen ihn. Durance tippt sich an den Kopf und macht eine leichte Verbeugung. Und als sich sein Gesicht dir wieder zuwendet, lächelt er wild. Sie machen ihn zum König. Die schlimmste Art von Gotteslästerung. Kaum trägt er die Krone auf sein Haupt und den Gott in seinem Fleisch. Nun da beginnt er, Änderung vorzunehmen. Göttliche Änderung. Durance Augen lodern auf. Und dann beschließt er, uns zu ändern. Uns zu retten. Wie? Er marschiert gegen den Dürrwald, um uns zu befreien, um uns so von unseren Bezeigungen zu befreien, wie er die anderen Seelen in Rexeras befreit hat. Kaltmorg legt sich ihm widerstandslos zu Füßen und wird verschont. Durance knurrt. Das Blutvergießen beginnt, als er Gnadental behandschatzt. Welche Ironie.
Ersteckt es in den Flammen. Kaltmorg. Durance spuckt aus und knurrt. Feiglinge und Kaltmorg ist ein passender Name für sie. Sie lagen still und rührten sich nicht, als ihre Kameraden verbrannt wurden. Für diese Feigheit werden sie eines Tages Magrans Preis bezahlen. Was tat Eotas als nächstes? Eotas marschierte weiter. Die Dürrwälder ziehen sich in die Wälder zurück. Wälder ziehen sich in die Wälder zurück und attackieren seine Flanke, seine Speer, seine Truppen. Es schien fast hoffnungslos zu sein. Durans Gesicht wird verdüster. Dann lächelt er leicht. Bis zur Zitadelle von Halgott. Bis zum Götterhammer. Dort führten wir ihn der Flamme zu. Wir brannten den Gott aus ihm heraus, wenn dort jemals einer gewesen war. 1 Dutzend tapferer Männer und Frauen rücken zur Brücke vor, leisten Widerstand, dann fackelten wir ihn dort mit dem Feuer des Götterhammers ab. Was ist der Götterhammer? Gods have taken flesh, in all respects, taking willing and unwilling vessels. It's not a violation, it's what gods do, as long as they accept all that comes with it. Men are weak. Gods? Well, we showed old Widewen that he was flesh and blood, no matter how much light was pouring out of his farmer's hands. Took men of faith to build a weapon, a godhammer. Judgment. Proved him dead at Halgott Citadel. Es war eine Waffe der Bevölkerung des Dürwalds, ihre Unabhängigkeit. Es gibt nur wenige, die abstreiten würden, dass es Eotas übertrieben hat. Der Götterhammer erinnert Eotas daran, ein so helles und fürchterliches starkes Feuer, dass es einem Gott verbrannte. Durance hält seinen Stab mit den Händen umschlossen und fährt dir einen Kerbung nach. Während du ihm zusiehst, beginnt die Spitze des Stabs hell zu brennen, während Durance, dessen Gesicht vom Feuer erhellt wird, zu sprechen beginnt. Eine Waffe, die heller als Eotas brennen würde, und wir führen ihn zu ihr und verbrannten ihn auf dem Scheiterhaufen. Dieser scheiternde Haufen war der Götterhammer, und wir spießten ihn darauf auf, baute ihn. Dieses Land tat es, ja mit seinen Gläubigen. Wir wollten es nicht mehr tolerieren. Wir brauchten keinen Heuchler in einem Gefäß, also machten wir eine andere Hülle fertig und ließen sie fliegen. Er ließ sich nur von Sterblichen verspotten, und es war genug, ihn über die Brücke zu locken, direkt in die neue Sonne hinein. Er gab Rätselers zu sehen, wie hell ihre Arroganz geworden war, und wurde zu einem Symbol, mit dem wir ihre Säuberung mit unserer eigenen beantworteten. We started saving the Aothasians from themselves, burning any that didn't die with their god. Heresy in Raed Ceres is one thing. Heresy here in the Deerwood comes with a more personal touch. Es scheint mir gerecht, ein verwundeter Feind ist immer noch gefährlich, als ob ihr Verbrechen mit einem anderen beantwortet. Wenn ein Feind lange genug bekämpft, übernimmt man seine Eigenschaften. As I see it, every Aothasian who still lives in the Deerwood puts the nation at risk, is another dagger held to the throat of our faith. Root them out, burn them, or send them back to Raed Ceres to wallow in the blood of their failure. Wenn du mich weiter belästigst, könnte ich dir für jede Frage die Spendenschale reichen. Genug jetzt der Fragerei. Lass den Weg zum nächsten Lagerfeuer führen. Yes.
50 Minuten, alter Schwede, ey, das ist einmal lange. Ich speichere mal eben. Und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge sehen. Wiedersehen vor allen Dingen. Oh, ich werde mich jetzt auch ins Bett hauen. Ich habe heute nur 5 Stunden gepennt. Nicht mal 4,5. Also dann, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin. Ciao, ciao.